Das Bionikum, das ist gleich am Anfang vom Tiergarten, gleich am Eingang. Und dann muss man nur den Waben folgen, auf denen Bionikum steht. Und da treffe ich jetzt gleich Steffi Appenburg. Das ist eine Museumspädagogin vom Bionikum. Im Ausstellungsraum sind überall große Naturaufnahmen. Ich befinde mich in der Wüste und im Wald gleichzeitig. Aber ich sehe auch Knochen, Roboter und ein Mikroskop. In einer Ecke steht ein Aquarium voll mit grünen Pflanzen. An der Scheibe haben sich ein paar Schnecken festgeklebt. In der Mitte vom Aquarium liegen Salatblätter in 2 mit glasumzäunten Quadraten. In einem tummeln sich die Tierchen. Die Salatblätter im anderen Viereck bleiben jedoch von den Schnecken verschont. Das ist das Exponat, wo praktisch wir einen Zaun entwickelt haben, wo die Schnecken nicht hochkrabbeln können und nicht an das Futter kommen. Die Museumspädagogin Steffi Appenburg erklärt mir den Trick dahinter. Das Glas, das den Salat umzäunt, ist besonders beschichtet. Wegen dieser besonderen Beschichtung haben die Schnecken keine Chance, den Zaun hochzuklettern. Die Forscher der Friedrich-Alexander-Universität haben sich bei der Entwicklung der selbstreinigenden Oberfläche an der fleischfressenden Kannenpflanze orientiert. Sie hat kannenförmige Blätter. Die Blätterränder sind so schmierig, dass Insekten auf den Blätterrändern keinen Halt finden und ins Innere rutschen. Mit solchen rutschigen Oberflächen könnten nicht nur Ackerpflanzen wie Salat in Zukunft geschützt, auch Brücken und Flugzeuge könnten wahrscheinlich damit eisfrei gehalten werden. Unter anderem daran forschen Wissenschaftler der Bionik. Bionik beschäftigt sich eigentlich mit der Natur, also der Natur als Vorbild. Das heißt, wir schauen uns, die ganzen Organismen haben ja über Millionen Jahre Strategien und Anpassungen entwickelt. Ne? Manche leben in Kälteregionen, manche irgendwo, wo es sehr, sehr heiß ist oder im Boden, und jeder hat seine Strategie entwickelt, um zu überleben. Und da haben wir uns einfach ein paar Sachen abgeschaut und das versuchen wir in die Technik umzusetzen. Weil die Natur, sage ich mal, nutzt das, was da ist. Das heißt, sie sind ressourcenschonend, nachhaltig und produzieren auch keinen Müll. Und das ist eigentlich das, was die Bionik versucht umzusetzen. Technologien zu schaffen, die einfach, ja, wie sagt man heutzutage, grün, nachhaltig, ressourcenschonender sind, dass wir weniger Energie aufwenden. Und das ist eigentlich das, was die Bionik ausmacht. Also die Natur ein bisschen genauer anschauen und das dann versuchen, in die Technik für uns umzusetzen. Direkt aus der Zukunft. So sieht auch ein Exponat in einer anderen Ecke des Raumes aus. Ein kleiner, seltsam geformter Bildschirm, aus dem eine Frau spricht, die mir irgendwie bekannt vorkommt. Hallo, kannst du mich hören? Hast du Lust auf was total Abgefahrenes? Der Bildschirm ist quasi eine Zeitkapsel, denn die Stimme gehört zu Susanna Rundle. Sie trainiert gerade als Astronautin und lädt die Besucher auf eine Zeitreise ein. In der Sonderausstellung des Bionikums Bionic to Future werden Forschungsergebnisse vorgestellt, die in Zukunft im Jahr 2050 wahrscheinlich das Leben umweltfreundlicher und leichter machen werden. Wie zum Beispiel die schneckenabweisende Glasbeschichtung. Auf diese besondere Zeitreise kann ich ganz einfach gehen, indem ich mir die App Bionic to Future aufs Handy lade. Bin ich aber erstmal im Jahr 2050 und entdecke die spannenden Erfindungen, ist es gar nicht so einfach, wieder zurück in die Jetztzeit zu kommen. Dafür muss ich bei interaktiven Spielen Energiepunkte sammeln. Mal sehen, ob mir das gelingt. Wenn nicht, bleibe ich eben in der nachhaltigen Zukunft mit Erfindungen der Bionik wohl stecken.